Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches Rezept für leckere Feta-Hackbällchen mit cremiger Eiweißsoße und Paprikastreifen. Als erstes für die Hackmasse 500 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein zusammen mit einem Ei, einem gehäuften Esslöffel Senf, je einem Teelöffel Paprikapulver, Oregano sowie Zwiebel- und Knoblauchpulver in eine Rührschüssel geben, dann etwa 125 Gramm Feta-Käse dazu bröseln und zum Schluss kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend alle Zutaten einmal gut miteinander verkneten bzw. vermengen, bis daraus ein kompakter Fleischteig entstanden ist. Wenn das erledigt ist, können wir anfangen, die Hackbällchen zu formen. Dafür einfach etwas von der Fleischmasse abnehmen und dann zwischen den Handflächen mit kreisenden Bewegungen kleine Bällchen formen. Insgesamt solltet ihr etwa 16 kleine Fleischbällchen aus der Masse herausbekommen. Danach eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Sobald die Pfanne heiß genug ist, kommen die Fleischbällchen dazu. Einfach nebeneinander in die heiße Pfanne setzen und für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. In der Zwischenzeit schneide ich noch die Paprika, waschen, entkernen und dann mit einem Messer in kleine Streifen oder Stücke schneiden. Die Fleischbällchen anschließend einmal vorsichtig wenden, von der anderen Seite für weitere 3 bis 4 Minuten anbraten und danach aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Jetzt die vorbereiteten Paprikastücke mit in die Pfanne geben, unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer Hitze für 4 bis 5 Minuten anbraten, währenddessen einen hohen Mixbecher für die Soße hernehmen, einen Esslöffel Speisestärke dazugeben, außerdem 2 bis 3 gut gehäufte Esslöffel mildes Eiweiß und zum Schluss 500 Milliliter kalte Milch dazu gießen, alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, und danach kommen die Fleischbällchen wieder zurück in die Pfanne, dann die vorbereitete Eiweißsoße dazu gießen, alles einmal kurz durchschwenken, damit alle Fleischbällchen in der Soße liegen, zum Kochen bringen und für ein paar Minuten cremig einköcheln lassen, bis alle Fleischbällchen gar sind. Zum Schluss dann noch mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken, ein letztes Mal gut umrühren und danach sind wir auch schon fertig. Die Hackbällchen vom Herd ziehen, mit gehackter Petersilie garnieren und servieren. Als Beilage gibt es bei uns heute gekochten Reis, die Fleischbällchen mit reichlich Soße neben dem Reis anrichten und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.